Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine leckere Apfeltorte mit Nussboden und einer Zimt-Sahne-Creme obenauf. Das ist so die richtige Kombination für den Herbst. Ich finde, so eine Torte muss in jedem Herbst einmal unbedingt gebacken werden. Ich benutze eine 24 cm Form für meinen Boden. Wir starten gleich mit der Zubereitung des nussigen Rührteigs. Das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben, sondern ihr findet es wie immer hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meinem Blog und dort könnt ihr das Rezept nachlesen und auch ausdrucken. Gerne auch hier auf das kleine i surfen. Dort kommt ihr direkt dann auf den Blog. Ja, wir starten und ich freue mich schon, diese leckere Apfeltorte mit euch zu probieren. Zunächst geben wir uns 150 Gramm weiche Butter in eine Schüssel. Dazu kommen 100 bis 125 Gramm Zucker. Ganz nach Geschmack und was ihr wollt, wie süß ihr den Boden haben wollt. Und das werden wir jetzt miteinander schön schaumig schlagen. Und im Hintergrund heizt mein Ofen schon vor auf 175 Grad Ober-Unterhitze, damit er einfach dann schon fertig ist, wenn wir den Teig fertig haben. Die Butter sollte ruhig ihre Farbe gewechselt haben, von gelb nach weißlich. Dann habt ihr richtig lang geschlagen. So 5 bis 10 Minuten darf das ruhig sein. Der Zucker sollte sich so ein bisschen anlösen und dann können wir nach und nach die 3 Eier hinzugeben und mit verrühren. Jedes Ei einzeln. Jedes Ei darf so eine halbe bis 1 Minute verrührt werden. Zweites Ei. Sehr schön. Man sieht auch, der Zucker löst sich so langsam auf. Und das dritte Ei. Und an der Stelle gebe ich dann auch immer noch etwas Vanillearoma hinzu, so ungefähr einen Teelöffel. Das ist optional, muss man nicht machen, aber ich finde es lecker. Gerade in so einem herbstlichen Teig. Gerade das noch verrühren. Zwischendurch noch einmal runterkratzen und schauen, dass wirklich alles mit hineinkommt. Und das Wichtige bei einem Rührteig ist einfach, dass die Eier mit dem Zucker sehr, sehr gut verrührt werden. Das darf ruhig lange dauern, nur am Ende die Mehlmischung sollte kurz untergehoben werden. Sehr schön. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Und jetzt nehmen wir uns einfach die übrigen Zutaten, und zwar die 125 Gramm gemahlene Haselnüsse, den Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Mehl und das Zimtpulver. Mischen das miteinander und das kommt dann hier drüber und wird gerade untergehoben. Also gerade beiseite stellen. Jetzt brauchen wir 125 Gramm Haselnüsse, gemahlene. Da könnt ihr auch eine Nussmischung verwenden. 50 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver und einen Teelöffel gemahlenen Zimt für das schöne herbstliche Aroma. Und das vermischen wir jetzt alles schön miteinander. Eine Prise Salz gebe ich noch dazu, das habe ich vergessen. Die sollte immer bei jeder Backware dazugegeben werden. Das rundet einfach den Geschmack schön ab. Und jetzt haben wir hier unsere wunderbare Eier-Buttermasse. Und da können wir es einfach drüber geben. Am besten in 2 Portionen. Und gerade auf niedriger Stufe verrühren. Und hier jetzt nicht zu lange rühren, denn wenn man hier jetzt das Mehl zu lange verrührt, wird der Teig zäh am Ende. Und wieder nur kurz, so lange bis das Mehl alles untergehoben ist und dann gleich aufhören zu rühren. Das reicht schon, den Rest machen wir mit dem Spatel und dann kann unser Teig auch schon in die Form gegeben werden und gebacken werden. Einmal schauen, dass alles gut verrührt ist und
Ja, das Wichtige bei Rührteig ist einfach Butter und Eier und Zucker gut und lange miteinander zu verrühren und dann aber die Mehlmischung nur kurz hinzuzugeben. Das ist der Trick. Dann bleiben eure Teige schön fluffig und luftig. So, wunderbar. Wir geben unseren Teig in die Form. Die Form habe ich mir gerade mit etwas Butter gefettet und einen Hauch Mehl hinzugegeben, sodass dann nichts anklebt. Und jetzt kann der wunderbare herbstliche Nussteig in unsere Form gegeben werden und darf dann so ungefähr 30 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft, ungefähr in der Mitte oder auch in der zweiten Schiene von unten, 30 Minuten gebacken werden. Gerade noch glatt streichen. Mit der Palette geht es einfacher. Wunderschön. Und wir können backen. Während unser Boden jetzt backt, können wir uns schon unsere schönen säuerlichen Backäpfel schälen, entkernen und einfach entweder grob reiben oder in kleinere Schnitze teilen. Und wir können uns dann auch schon den Pudding kochen. Wir benötigen etwa 800 Gramm Äpfel und ich nehme am liebsten Boskop-Äpfel, die schmecken für so einen Apfelkuchen am besten. Und natürlich entkernen. Und dann schneide ich die Äpfel immer sogar in so kleinere Stückchen. Das finde ich am besten, aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch reiben. Einfach, dass sie nachher schön weich werden beim Kochen des Puddings. Und damit die Äpfel nicht braun werden, schneide ich mir immer noch eine Zitrone und gebe sie gerade so ein bisschen darüber. Ein paar Tropfen reichen erstmal. Man kann es so ein bisschen miteinander verrühren und dann alle Äpfel so vorbereiten. So, ich verwende immer so ungefähr 800 Gramm Äpfel. Ich hatte jetzt hier 4 große, einen lasse ich noch liegen. Den mache ich nachher mit meinen Quitten zu Quittenmarmelade. Das ist immer noch lecker, wenn auch noch ein Apfel dabei ist. Dann ist das hier genug. So etwa 800 Gramm Äpfel sollten dabei rauskommen einfach. Und nehmt ruhig den Saft einer Zitrone zum Beträufeln. Und dann gerade einmal noch vermischen. Boskop-Äpfel werden schnell braun, deswegen ist ganz gut, wenn man so ein bisschen Zitrone noch dabei hat. Die gerade beiseite stellen. Wir holen erstmal den Boden raus und dann kochen wir uns einen Pudding und heben die Äpfel schön unter. Und je nachdem, wie weich ihr sie haben wollt, könnt ihr sie vorher noch ein wenig dünsten in etwas Apfelsaft oder eben sie einfach nur dazugeben. Dann bleiben sie relativ knackig. So wunderbar nussig sieht der Boden bei mir nach 25 Minuten Backzeit aus. Ich mache natürlich die Stäbchenprobe. Bleibt nichts hängen, also er ist durchgebacken. Und ich lasse ihn jetzt erstmal in der Form 10 Minuten wie immer auskühlen und hole ihn dann raus und lasse ihn auf dem Kuchengitter ganz auskühlen. Für unseren Pudding brauchen wir natürlich etwas Puddingpulver, Vanille, und zwar 2 Pakete. Etwas Zucker nach Belieben. Ich nehme jetzt 100 Gramm. Und das rühre ich jetzt ein bisschen mit kaltem Apfelsaft an. Ich habe insgesamt 500 Milliliter Apfelsaft. Gerade anrühren. So, perfekt. Das Puddingpulver ist angerührt. Ihr könnt da selbstverständlich auch nur Stärke nehmen und Vanille zufügen. Das geht auch. Und ich gebe etwas Apfelsaft schon mal in den Topf. Unsere Äpfel hinzu. Restlichen Saft dazugeben und das Ganze so ein bisschen dünsten, dass sie etwas weich werden. Hier kann man jetzt auch noch Nelken hinzugeben, ein bisschen Zimt, eine Vanilleschote oder eine Zimtstange. Und jetzt rühre ich mir einfach das Puddingpulver auch dazu. Und lasse das Ganze zu einem Pudding aufkochen. Und so lange dann einkochen,
bis ich zufrieden bin. Und wirklich auf geringer Hitze jetzt zu eurer gewünschten Bissfestigkeit dünsten lassen. Und man sieht schon, das wird nachher wunderbar aussehen auf der Torte. Schön dick ist es geworden. Ich lasse jetzt einfach das Ganze noch 1, 2, 3 Minuten dünsten, sodass die Äpfel etwas weicher werden. Inzwischen ist der Boden auch ein wenig abgekühlt. Schauen wir mal, wie er geworden ist. Sehr schön, ein wunderbarer Nussboden, so ländlich und einfach. Am besten ihn jetzt wirklich ganz auskühlen lassen. Also gerade einmal stürzen, vorsichtig. So, unser Boden ist inzwischen schön abgekühlt und schon auf der Tortenpappe oder Platte, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt jetzt den Kuchenrand wieder um den Boden stellen oder einfach einen Tortenring, wenn ihr habt, den dann schön festziehen. Und jetzt können wir auch die etwas abgekühlte Füllung hier drauf geben. Das wird wunderbar. Also die muss jetzt nicht kalt sein, die darf auch ein bisschen heiß noch sein oder dampfen. Das ist gar kein Problem, denn das Ganze muss jetzt sowieso eine Runde erstmal kühlen. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Duftet fantastisch lecker. So etwas muss im Herbst natürlich unbedingt sein. Natürlich das Ganze noch schön glatt streichen. Gerne nochmal mit dem Spatel wirklich richtig schön glatt streichen. Und so darf die Torte jetzt erstmal abkühlen. Im Gesamten am besten so 3 bis 4 Stunden, auch gerne über Nacht. Und am nächsten Tag kann man sie dann toll fertigstellen mit der Sahnehaube. Bei mir war die Torte jetzt über Nacht im Kühlschrank schön abgedeckt. Sie ist super gut fest geworden. Das heißt, wir können uns an den Belag oben aufmachen, nämlich an die Schmandsahne mit Zimt. 200 Gramm Sahne in eine Schüssel geben. Die sollte gut gekühlt sein natürlich. Und jetzt werden wir einfach unser Sahnefest und ungefähr einen Esslöffel Vanillezucker während des Schlagens hinzugeben. Wer möchte, kann für den extra Vanillegeschmack auch noch Vanillearoma hinzugeben. Das mache ich ganz gerne. Noch einen Teelöffel ungefähr. Kurz vor dem Ende des Festschlagens den Schmand hinzugeben, 200 Gramm. Wunderbar, unsere Schmandsahne ist fertig und kann auf die Torte gegeben werden. Und dann braucht die Torte noch so ungefähr, wie gesagt, eine gute Stunde oder eine halbe Stunde im Tiefkühler, damit sie richtig fest ist. Unsere Schmandsahne kommt jetzt hier auf die Torte. Gerade noch schön glatt streichen. Kalt stellen für ungefähr eine Stunde und dann mit Zimt bestreuen und servieren. So, eine halbe Stunde war die Torte bei mir im Tiefkühler. Wie gesagt, bei euch am besten eine Stunde in den Kühlschrank noch. Und jetzt ist hier auch die Oberfläche schön fest. Jetzt nehme ich mir einfach so ein bisschen Zimt und sieb den vorsichtig darüber und dann ist die Torte auch fertig. Wunderbar.
Wer möchte, kann natürlich hier auch Schokospäne verwenden oder Zimt und Zucker oder Kakao, das geht auch. Wir können die Torte herausschneiden, vorsichtig mit einem scharfen Messer und dann probieren. Voilà, wir können uns den Ring vorsichtig öffnen. So, ich habe mir gerade überlegt, bevor ich anschneide, werde ich die Torte noch in Stücke teilen, dann geht es einfacher. Perfekt. Ist dann immer leichter und sieht auch sehr hübsch aus, wenn die Torte so eingeteilt ist, finde ich. Und da kommt unsere wunderbare Apfeltorte mit Nussboden und Schmandhaube. Einfach ein Traum. Eine herbstliche, schöne Kombination. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. So lecker sieht diese Torte schon allein aus. Die schönen Schichten. Ich muss probieren. Sehr lecker, sehr lecker. Noch mal einen. Also, die Torte schmeckt sehr, sehr lecker, sehr herbstlich. Fantastischer Nussboden, richtig schön haselnussig. Dann diese wunderbare, traumhafte Äpfelschicht. Kann ich mir auch ganz toll mit Quitten und Quitten vorstellen. Und dann diese wunderbare Schmandsahne mit dem Zimt oben auf. Also Leute, absolute Nachbackempfehlung. Das war meine diesjährige Apfeltorte für euch. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr backt sie einmal nach. Sie schmeckt traumhaft lecker. Wir sehen uns nächste Woche um 10 Uhr am Sonntag hier wieder. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!